sage ich immer ehrlich, währt am längsten und das ist auch, macht viel mehr Spaß so. Seit Jahrzehnten begeistert Norbert Rier, die legendäre Stimme der Kastelruther Spatzen, das Publikum mit seinen gefühlvollen Liedern und seinem zeitlosen Charme. Aber hinter der Musik, hinter dem Ruhm, gibt es eine Frage, die die Fans seit Jahren stellen. Wer ist die wahre große Liebe im Leben von Norbert Rier? 65-jährig bricht er endlich sein Schweigen. Bevor wir die Antwort verraten, kommentieren Sie bitte 1, wenn Sie an lebenslange Liebe glauben, oder 0, wenn Sie glauben, dass die Liebe mit der Zeit vergeht. Dies ist die Geschichte, auf die Sie gewartet haben. Die Geschichte von Norbert Rier. Ein erhellendes Beispiel für unerschütterliche Liebe und Hingabe ist die Geschichte von Norbert Rier und seiner Frau Isabelle. In den letzten 40 Jahren, beginnend mit ihrer Hochzeit im Jahr 1983, haben sie sich ein glückliches Leben aufgebaut, das auf Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung beruht. Ihre Verbindung, die mit Norberts Wunsch nach einer Musikkarriere begann, hat nicht nur Bestand, sondern war auch der Fels in der Brandung für ihre Familie und ihr Leben auf dem malerischen Bauernhof Fuschgrof. Dieser Bauernhof im beschaulichen Dorf Oswald in der Nähe von Kastelruth ist mehr als nur ein Haus. Dort herrschen Einigkeit, Entwicklung und Großzügigkeit. Diese Familie dreht sich um ihre 4 Kinder, mit Marion, Anna, Andreas und Alexander an der Spitze. Das Wertvollste, was Norbert und Isabella je hervorgebracht haben, ist ihre Familie. Sie haben ihren Kindern die Leidenschaft für das Land und den Sinn für Unabhängigkeit eingeflößt, während sie aufzogen und ihnen gleichzeitig die Traditionen ihres Südtiroler Erbes und den Wert harter Arbeit vermittelt. Die besondere Verbundenheit, die durch das Leben der Familie entstanden ist, geprägt durch die ländliche Idylle und die Harmonie der Musik, findet ihren Ausdruck in den gemeinsamen musikalischen Unternehmungen. Das musikalische Erbe der Familie Rier ist bei Norbert offensichtlich und hat auch seine Kinder tief geprägt. Die Tatsache, dass Norbert so viele Lieder mit seinen Kindern aufgenommen hat, ist sehr außergewöhnlich. Dies hat zweifellos die familiäre Beziehung gestärkt und gleichzeitig die Qualität der Musik verbessert. Die älteste Tochter Marion half bei der Aufnahme des wunderschönen Liedes Sabella la Vita, das die positiven Seiten des Lebens besingt. In dem bewegenden Duett Mein Papa und ich ließen die zweite Tochter Anna und ihr Vater die tiefe Liebe, die sie miteinander teilten, lebendig werden. Das Lied hat die beiden Söhne Alexander und Andreas sehr beeindruckt. Obwohl er der Jüngste war, half Alexander seinem Vater bei Zwischen dir und mir, während Andreas bei Im Himmel der Sehnsucht mitwirkt. Vor allem Alexander war eine wichtige Figur im musikalischen Erbe der Familie, denn er war sowohl Norberts Sohn als auch ein erfolgreicher Künstler. In unzähligen Fernsehsendungen traten sie gemeinsam auf und die Zuschauer waren fasziniert von ihren starken Stimmen und dem unbestreitbaren Band zwischen Vater und Sohn. Neben der Musik und der Liebe spielten auch tragische Ereignisse eine wichtige Rolle im Leben der Familie Rier, die zeigten, wie wichtig Zusammenhalt und Widerstandskraft sind. Der verheerende Autounfall, in den Alexander 2024 verwickelt war, war einer der schwersten Schläge, die die Familie zu ertragen hatte. Als die Familie Rier und ihre Unterstützer von der Tragödie erfuhren, war der Schock überwältigend. Zu seinem Glück überstand Alexander die Kollision unbeschadet. Eine unglaubliche Leistung. In seiner gewohnt heiteren und gelassenen Art gewährte Norbert dem Publikum ein emotional bewegendes Interview, in dem er von seinem Glauben an einen Schutzengel, der über sein Kind wacht, und von der transformativen Kraft der Religion berichtet. Dieser Glaube und die innere Stärke hielten die Familie Rier in all ihren Zweifeln und Ängsten zusammen. Mit dem Wohlstand und dem rasanten Tempo des Lebens gehen zahlreiche Risiken einher, und Norbert betonte, dass man immer vorsichtig sein muss, vor allem aber beim Autofahren. Der Kern dieser außergewöhnlichen Familie ist das unverbrüchliche Band, das sich zwischen Norbert und Isabella im Laufe ihrer gemeinsamen Kindheit und durch alle Höhen und Tiefen hindurch entwickelt hat. Sie haben sich nicht nur gegenseitig geholfen und einander vertraut, sondern auch ihre eigene Ehe und Familie intakt gehalten. Ihre Liebe ist nicht nur auf den ersten Blick offensichtlich, sondern sie durchdringt jeden Aspekt ihres Lebens und ihres gemeinsamen Weges. Norbert Riers Leben ist eine inspirierende Geschichte über Familie, Liebe und Durchhaltevermögen, die von seiner Musikkarriere bis hin zu seiner Rolle als Ehemann und Elternteil reicht. Nicht nur Ruhm und Reichtum spielen eine Rolle, sondern auch das Engagement eines Menschen für das Leben und die Menschen, die ihm am nächsten stehen. Die Musik der Kastelruther Spatzen und der Familie Rier hallt über die Südtiroler Alpen, selbst in der Stille dieser Gegend. Die unsichtbare Harmonie der Liebe ist jedoch das, was diese Familie zusammenhält und immer das Fundament ihres Wohlstandes sein wird. In einem herzlichen Interview anlässlich ihres 40. Hochzeitstages verriet Norbert Rier das Geheimnis seines ewigen Glücks.
haben sie Vertrauen. Ihre Verbindung basierte auf einer dauerhaften Vertrauensbasis zwischen den beiden. Während der Tournee mit den Kasterrother Spatzen betonte Norbert, der häufig von weiblichen Fans flankiert wurde, dass Isabella nie gezweifelt habe. Er fuhr fort, dass ihre Beziehung von einem unerschütterlichen Selbstvertrauen und nicht von Neid oder Ängsten geprägt war. Wir haben uns immer gegenseitig vertraut, meine Frau und ich. Norbert versicherte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen müsse und untermauerte seine Ausführungen mit einem Grinsen. Norberts und Isabellas Liebe war ein Beispiel für Stabilität und Hingabe in einer Welt, in der Prominente und andere Herausforderungen des Lebens Paare manchmal auseinandertreiben. Sie hielten ein unzerstörbares Band aufrecht, trotz der verschiedenen Härten, denen Musiker auf der Straße ausgesetzt sind, und trotz der langen Zeit, die sie nicht zu Hause waren. Ihre Ehe und ihre Familie blieben stark, weil sie im Laufe der Jahre ein Band der Liebe und des Vertrauens entwickelt hatten. Isabella blickte immer mit Stolz und Bewunderung zu ihrem berühmten Mann auf, nicht mit Unsicherheit. Unerschütterlich war ihr Glaube an Norbert und die gemeinsame Zukunft. Wahre Liebe, so verstanden sie, ist die Fähigkeit, den anderen loszulassen und dennoch für den anderen da zu sein, egal was passiert. Alles, von ihrer gemeinsamen Liebe zur Musik und zur Familie bis hin zu ihrer Ehe, spiegelt das Vertrauen in ihre Beziehung wider. Norbert und Isabella wurden nicht nur in die Familie Rier hineingeboren, sondern sie wurden auch von Mitgliedern derselben unersetzlichen Linie musikalisch erzogen. Eine weitere Möglichkeit, wie die Musik ihre Liebe zueinander repräsentiert. In jeder von Norberts Aufnahmen mit seinen Kindern kann man die enge Familienbeziehung und das Vergehen der Zeit hören. Vor allem die Aufnahmen seiner Kinder haben eine tiefe emotionale Bedeutung. Mit seiner Tochter Marion nahm er das beschwingte und fröhliche Cabella la Vita auf, um die Schönheit des Lebens zu feiern. Dennoch spiegelt sich in dem Lied Mein Papa und ich die zärtliche und liebevolle Verbundenheit von Norbert und Anna wider. Im Himmel der Sehnsucht, ein Lied über die Wünsche und Sehnsüchte des Lebens, wurde von ihm und seinem Sohn Andreas aufgenommen. Außerdem sang er Das Berührende zwischen dir und mir, ein Duett mit seinem jüngsten Sohn Alexander, das ihre innige und unverbrüchliche Beziehung zum Ausdruck bringt. Diese musikalischen Kompositionen sind ein Zeugnis für die starke Beziehung innerhalb der Familie Rier und bringen gleichzeitig ihre kreative Seite zum Ausdruck. Die Liebe, die Norbert für seine Familie empfand, kam durch diese gemeinsamen musikalischen Erfahrungen auf einzigartige Weise zum Vorschein. In der Musik und im Leben waren sie unzertrennlich. Ihr Familienleben war zutiefst von der Musik geprägt, die eine verbindende Kraft darstellt. Norbert und Isabella konnten so lange zusammenbleiben, weil sie eine sehr friedliche Beziehung hatten. Musik war mehr als nur ein Beruf, sie war in ihrem ganzen Wesen verankert. Etwas, das ausdrückt, was sie fühlen und was ihnen wichtig ist. Der 40. Hochzeitstag von Norbert und Isabella war ein besonderer Tag für die ganze Familie, einschließlich ihrer Kinder und Enkelkinder. Es war ein entscheidender Moment, der ihre tiefe und unerschütterliche Verbundenheit würdigt. Die Art von Bindung, die auch nach all den Jahren noch stark und stabil ist, erfüllt von Liebe und Vertrauen. Respekt, Vertrauen und Liebe waren die Eckpfeiler ihrer neu gegründeten Familie. Darüber hinaus hatten sie eine Freundschaft geschlossen, die viele Jahre andauern soll. Ihre Liebesgeschichte ist ein Beispiel dafür, dass echte Liebe mehr als nur ein Gefühl ist. Sie ist eine dauerhafte Verpflichtung, die von Selbstlosigkeit, Vertrauen und Zusammenarbeit geprägt ist. Wahre Liebe, so Norbert und Isabella Rier, hat nichts mit Glück oder Problemen zu tun, sondern mit der Bereitschaft eines Paares, gemeinsam zu lernen und sich weiterzuentwickeln, einander zu vertrauen und füreinander da zu sein. Egal was passiert, ihre Liebe ist etwas Besonderes, denn sie geht mit ihnen durch dick und dünn und berührt jeden, von ihren Liebsten bis zu ihren Bewunderern. Und die Musik, die sie zusammen gemacht haben, ist ein Zeugnis ihrer unverbrüchlichen Beziehung. Eine musikalische Ode an die Werte von Loyalität, Liebe und Familie. Norbert Rier entschied sich, im Alter von 65 Jahren, als das Leben bereits Gestalt angenommen zu haben schien und viele Höhen und Tiefen erlebt hatte, einen großen verborgenen Preis zu enthüllen, den er in seinem Herzen trug. Niemand, nicht einmal seine engste Familie, konnte diesen Moment vorhersehen. Norbert Rier legte Wert darauf, dass das Publikum ihn anbetete und glaubte, alles von ihm zu verstehen, seine Familie, seine Arbeit und seine Liebe, obwohl er bereits eine Berühmtheit und ein Symbol für deutsche Liebeslieder mit einer warmen, tiefen Stimme. Doch wie jeder, der im Rampenlicht steht, hat auch Norbert ein Geheimnis vor der Welt bewahrt. Gerüchte über außereheliche Beziehungen und Skandale mit jungen Mädchen kursierten während seiner über 40-jährigen Gesangskarriere, als er auf dem Höhepunkt seines Ruhms war und seine Stimme Millionen bewegte. Das ist für jede berühmte Person normal. Diese Gerüchte verbreiteten sich in seinem Umfeld, sogar in seiner eigenen Familie, und wurden von den Medien aufgegriffen. Und nicht nur das, sogar seine 40-jährige Ehe mit Isabella wurde häufig in Frage gestellt. Doch Norbert blieb sich selbst treu und schirmte seine Liebe zu Isabella
vor den neugierigen Blicken anderer ab, indem er darauf bestand, dass sie seine einzige Frau sei. Doch mit seiner jüngsten Enthüllung zog Norbert die ganze Welt in seinen Bann. Sein Blick war ruhig, aber bewegend, als er offenbarte, dass die größte Liebe seines Lebens keine romantische Partnerschaft mit jemand anderem als Isabella war, sondern etwas Heiligeres und Tiefgründigeres. Seine Leidenschaft für die Musik war unüberhörbar, denn er sang sich leidenschaftlich das Herz aus dem Leib. Wann immer er sich einsam fühlte oder das Gefühl hatte, dass alles zusammenbricht, konnte er sich an seinen treuen Musikkumpel wenden, der mit ihm durch dick und dünn gegangen ist. In dem exklusiven Gespräch gestand Norbert, dass die Musik seine größte Liebe im Leben ist. Sie war immer an meiner Seite und hat mich nie im Stich gelassen. Egal was passiert, die Musik ist immer da, um mir unter die Arme zu greifen. Und sie war ein Schlüssel zu meinem Erfolg, um die Hindernisse des Lebens zu überwinden. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Musik ein integraler Bestandteil von Norberts Identität und nicht nur ein Beruf. Selbst in seinen dunkelsten Stunden fand er Trost in der Musik und der Literatur. Norbert weiß, dass die Musik ewig ist, die einzige Leidenschaft, der er sich ganz widmen kann, trotz seiner zahlreichen Erfolge in der Musik und seines Ruhms und der Millionen von Bewunderern, die er hat. Persönliche Liebesgeschichten sind für jemanden, der sein ganzes Leben im Rampenlicht verbracht hat, ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. So viel ist sicher. Obwohl es sich nicht um eine Romanze mit einer anderen Person als Isabella handelt, hat die Liebesgeschichte von Norbert Rier viele Menschen aufgeschreckt. Seine Liebe zur Musik kennt kein Ende, sie ist zeitlos, unendlich und unbeeinflusst von der Zeit und den Schwierigkeiten, die sie mit sich bringt. Die Liebe, die Norbert zu seiner Familie und seiner Frau empfindet, ist unbestreitbar, auch wenn sie Stürmen und Anschuldigungen wegen außerehelicher Affären ausgesetzt sind. Im Angesicht grundlegender Ideale kann echte Liebe, wie die Geschichte von Norbert Rier zeigt, über alle Hindernisse triumphieren. Seine Kompositionen und Aufnahmen mit seinen Kindern sowie seine Beziehung zu Isabella zeugen von seiner unbeugsamen Hingabe an seine Familie und seiner ewigen Liebe zur Musik. Norbert, der jetzt 65 Jahre alt ist sehr stolz auf seine Leistungen und hat große Freude daran, seiner Leidenschaft für die Musik nachzugehen. Er liebte sie mehr als alles andere auf der Welt. Eine ewige Liebe, die jede Note, jedes Wort und jeden Rhythmus durchdringt, nicht eine flüchtige Romanze. Wer Norbert Rier kannte und liebte, wird das verstehen. Die Musik hat ihn immer begleitet und er hat sie von ganzem Herzen geliebt. Die stillen Jahre, Liebe im Schatten. In den Augen der Außenwelt schien Norbert alles zu haben. Eine treue Frau, eine liebevolle Familie und einen Job, der sich über viele Länder erstreckte. Das Bild von ihm als familienorientierter Mensch gehörte ebenso zum Markenzeichen der Kastelrother wie die Harmonien, die sie. Andererseits wartete hinter den verschlossenen Türen des Chalets eine differenziertere und emotionalere Realität auf sie. Er war ein Ehepartner und ein Elternteil, so viel ist sicher. Aber er war auch ein Mann, der in der Vergangenheit jemanden geliebt hatte, den er nie würde vergessen können. Sie war nicht Isabella, keineswegs. Es war in den späten 1970er Jahren, lange bevor er von der Berühmtheit beeinflusst wurde. Er trug den Namen Anneliese, nicht viele Leute kannten sie. Das ist nicht schön im Sinne einer Zeitschrift. Ihre Augen hingegen schienen durch ihn hindurch zu blicken, und ihr Kichern war so beruhigend, dass er die Schultern sinken ließ. Bei einer Volksmusikveranstaltung in Bozen begegneten sie sich. Sie war allein dort und lernte mit ihren Freundinnen Krankenpflege. Er war gerade dabei, in der lokalen Musikszene Fuß zu fassen. Es war keine rasante Romanze, sondern eher etwas Beständiges, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Ort. Sie war die erste Person, die auf seine Stille achtete, während er schwieg, und nicht auf seine Im Laufe des Sommers unternahmen sie Wanderungen, sprachen stundenlang und träumten von kleinen Träumen. Doch die Anforderungen seines schnell voranschreitenden Berufes, die Erwartungen seiner konservativen Familie und die Notwendigkeit, seinen Ruf in der Öffentlichkeit zu wahren, stellten ein Hindernis. Bereits in den 1980er Jahren hatten die Spatzen ihren ersten Plattenvertrag in der Tasche. Das Management legte Wert auf ein gepflegtes und konventionelles Erscheinungsbild. Eine Ehe, die sicher ist. Junge Leute, keine einzige Unsicherheit. Wenn Norbert zurückdenkt, sagt er sich, sie haben mir gesagt, dass meine Zukunft davon abhängt, dass ich ein Mann bin, dem das Publikum vertrauen kann. Außerdem glaubten sie, dass Vertrauen Gehorsam voraussetzt. Anneliese wartete schweigend, während die Zahl seiner Konzerte zunahm und die Häufigkeit seiner Besuche abnahm. Danach rief er irgendwann nicht mehr an, nicht weil er sie nicht mehr liebte, sondern weil er glaubte, nicht mehr die nötige Autorität dazu zu haben. Lieder mit versteckter Bedeutung, Balladen wie Ich schwor und Tränen passen nicht zu dir, haben über viele Jahre hinweg erfolgreich die Herzen der Fans erobert. Dennoch gab es einen einzigen Zuhörer, der das Ziel einiger der bewegendsten Texte in den Zeilen über eine Liebe, die es nicht geben kann, über den Abschied von jemandem, ohne zu erklären warum
Und über die Bedeutung des Schweigens steckt mehr als nur poetische Technik. Sie waren Eingeständnisse von Schuld. In seinen Worten: Ich habe bis spät in die Nacht geschrieben, erzählt Norbert, wenn die Kinder nicht mehr wach waren, sobald Isabella zu Bett gegangen war. Während ich mit einem Glas Wein da saß, dachte ich an Anneliese, und ab und zu komponierte ich einen Satz, der wie ein Atemzug war. Letztendlich gab es keine Antwort. Sie hat auf keinen Fall Kontakt aufgenommen. Möglicherweise hat sie den Bund fürs Leben geschlossen. Es ist möglich, dass sie weggezogen ist. Doch die Liebe blieb bestehen, bewahrt im Tresor der Erinnerung und verfeinert durch den Lauf der Zeit. Sie fangen an, eine Liste von Dingen zu erstellen, die sie noch nie ausgesprochen haben. Und die Situation wird unerträglich. An einem verschneiten Abend entdeckte er ein altes Tagebuch. Darin befanden sich Liedtexte von vor mehreren Jahrzehnten. Auf der letzten Seite stand nur eine Zeile: Wenn du jemals nur für sie singst, hab keine endlich einen Namen. Es geschah während eines dokumentarischen Interviews, das anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Spatzen geführt wurde. Die Kamera war stumm geschaltet, die Lichter waren dabei, ihre Temperatur zu senken. Außerdem fragte Norbert den Regisseur: Wäre es in Ordnung, wenn wir weiterreden? Das ist nicht aufgezeichnet. Dennoch blieb sie der Öffentlichkeit nicht verborgen. Seine Rede dauerte etwa 40 Minuten. Posen ist der Fall. Über Briefe, die spät in der Nacht verschickt werden. Über einige Gewissensbisse. Dann nannte er ihren Namen: Anneliese. Sie war meine erste und größte Liebe, murmelte er mit leiser Stimme. Und meine Gefühle für sie haben nie nachgelassen. Nicht einmal für einen einzigen Tag. Norbert grinste auf die Frage des Regisseurs, warum er es niemandem sonst erzählt habe. Weil ich glaubte, dass ich der ganzen Welt eine fehlerfreie Geschichte schuldig bin. Es hat mich überrascht, dass man mir einen echten Fehler verziehen hat. Nach der Ausstrahlung des Geständnisses im Fernsehen war das Echo sofort groß. Eine Flut von Briefen traf ein. Kunden in höherem Alter schätzten ihn für seine Offenheit. Die Jüngeren bezeichneten es als den menschlichsten Moment seiner Karriere. Isabella, seine Frau, hat sich zu keinem Zeitpunkt geäußert. Manche Leute glauben, dass sie viele Jahre lang mehr Gefährten als Liebhaber waren. Manche glauben, dass sie die ganze Zeit Bescheid wusste. Norbert wird sich nicht dazu äußern. Derzeit arbeitet er an einem Buch, das eine Kombination aus Liebesbrief, Liederbuch und Memoiren ist. The Quiet Harmony, die stille Harmonie, wird der Name des Projekts sein. Außerdem ist von einer Abschiedsvorstellung die Rede, die ausschließlich Anneliese gewidmet sein und ein neues Lied enthalten soll, das nur einmal gesungen werden soll. Mit 65 Jahren habe ich nichts mehr zu verbergen, so Norbert. Nur jemanden, an den man sich erinnern kann. Der Wind aus den Bergen weht weiterhin durch Kastelruth. Das Spatzenfest zieht weiterhin zahlreiche Touristen an. Wenn man aber genau auf Norberts Stimme achtet, merkt man, dass sie jetzt ein Zittern hat, das nicht mit dem Älterwerden zusammenhängt. Ehrlichkeit ist das Wort, und es ist möglich, dass sie es auch hört in den Pausen zwischen den Zeilen. An der Seite von Anneliese. Zu jeder Zeit. Vermächtnis, endlich gibt er die Informationen über die Person preis, die sein Herz für den Rest seines Lebens zum Rasen gebracht hat. Ein verschwiegenes Geständnis, was seine Liebsten im Herzen bewahren mögen, wenn sie an ihn denken. Aus dem einfachen Grund, dass es ein schwieriger und verworrener Weg sein kann, den Mut zu finden, seine einzige und wahre Liebe zu erkennen und zu entdecken. Als Norbert Rier an einem kühlen Frühlingstag in Südtirol auf die Welt kam, war er ein bemerkenswerter Mensch. Es war am 14. April 1960 in dem malerischen Bergdorf Kastelruth, das versteckt in den Dolomiten liegt, dass er ein Ort, an dem es noch nach Heimat und Tradition duftet und an dem die herrlichsten Formen, die die Natur zu bieten hat, auf dem Boden erblühen. Der junge Norbert wurde von diesem unheimlichen Ort zutiefst beeinflusst, was dazu führte, dass eine Verbindung zwischen ihm und seiner Heimatstadt über das Medium der Musik entstand. Wer hätte gedacht, dass dieser bescheidene junge Mann eines Tages eine legendäre Figur in der Welt der Volksmusik sein würde? Darüber hinaus ist Norbert Riers Lebensgeschichte eine Geschichte der unerschütterlichen Liebe zu seiner Gemeinschaft, seiner Familie und der Umwelt. Hinzu kommen die künstlerischen Leistungen, die er vollbracht hat. In einer Zeit, in der die Musikindustrie von Modeerscheinungen und schnellen Trends geprägt war, ging Norbert Rier seinen eigenen Weg, da er sich nicht damit zufrieden gab, den üblichen Wegen zur Popularität und Geld zu folgen. Er tat dies in einer Zeit, in der sich die Musikindustrie in der Entwicklung befand. Dennoch brachte ihn das immer wieder zurück zu den Grundlagen seiner Kultur und zu der Musik, die die Menschen emotional zu berühren vermag. 1979 trat Norbert Rier zum ersten Mal mit der Band Kastelruther Spatzen an die Öffentlichkeit, deren Sound später unverkennbar werden sollte. Im Alter von 13 Jahren
wurde er Mitglied dieser außergewöhnlichen Band, in der er Schlagzeug spielte und Background-Sänger war. Die Band wurde zu einer Legende im Bereich der Volksmusik. Er hatte eine große Ausstrahlung und seine Stimme war hypnotisierend. Das waren die Erfolgsfaktoren in seinem musikalischen Rezept. Obwohl er in einer Welt lebte, in der enorme Produktionswerte und Chartstürmer die Norm sind, wich Norbert nie vom authentischen Sound seiner Heimatstadt ab. Auch außerhalb des deutschsprachigen Raums konnten die Kastelruther Spatzen ein Publikum in Südtirol für sich gewinnen. Der Name Norbert Rier stand auf jedem einzelnen Album, das veröffentlicht wurde und sich über 15 Millionen Mal verkauft. Doch trotz aller Berühmtheit blieb der Sänger ein Mann der Tat. Obwohl er in einer Welt lebt, die häufig von Glanz und Glorie getäuscht wird, hat er nie seine Wurzeln aus den Augen verloren. Außerdem die wichtigsten Werte, die er besitzt. Norbert Rier ist nicht nur ein talentierter Musiker, sondern auch ein Mann mit vielen Fähigkeiten. Er ist ein fleißiger Landwirt, der zusammen mit seiner Familie einen nicht besonders großen, aber malerisch gelegenen Bauernhof im Zentrum von Kastelruth bewirtschaftet. Nicht weit vom Fuschkopf. In dieser Region, umgeben von herrlichen Wiesen und den zerklüfteten Gipfeln der Dolomiten, sind er und seine Familie für die traditionelle Zucht von Haflinger Pferden verantwortlich. Die schönen Tiere, die in Südtirol beheimatet sind mehr als nur ein Zeitvertreib, sie sind ein Sinnbild für die raue Schönheit und die schroffe Kraft der Region. Auf dem Fuschkopf können sie sich entspannen und erholen. Andererseits ist er auch ein Ort, an dem jeder, der neugierig ist, wie ein Musiker und ein Landwirt ihr Leben verbringen, Zugang zu diesen Informationen haben kann. Das Leben von Norbert Rier zeichnet sich durch eine Bescheidenheit aus, die wirklich ungewöhnlich ist. Es ist eine Haltung, die ihn von anderen unterscheidet, auch in seinen künstlerischen Unternehmungen. Er ist nicht nur ein begabter Künstler, sondern er verkörpert auch die Werte, die ihm in seiner Heimat wichtig sind. Es gibt einen roten Faden, der sich durch alle seine Lieder zieht, und das ist die Hingabe an Tradition, Familie und die Natur. Die Kastelruther Spatzen sind nicht nur ein Musikensemble, sondern auch kulturelle Botschafter der Südtiroler Tradition. Sie sind bekannt für ihre musikalischen Darbietungen. Die traditionelle Musik, die sie spielen, hat die Herzen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bewegt. Möglicherweise ist es die Ehrlichkeit, die Norbert Rier so besonders macht. In einer Zeit, in der alles schnelllebig ist und Oberflächlichkeit zum Standard gehört, schafft er es, seinen moralischen Kompass zu bewahren. Auch wenn seine Stimme inzwischen bekannt ist Norbert Rier immer noch ein kleiner Junge aus Kastelruth, der sich in den Bergen die Seele aus dem Leib gesungen hat. Er sang sich in den Bergen die Seele aus dem Leib. Die Stimme, die durch die Generationen hat. Seine Stellung im Kanon der deutschsprachigen Volks- und Schlagermusik war bereits vor der Veröffentlichung von Norbert Riers leidenschaftlicher Offenbarung im Alter von 65 Jahren gefestigt. Doch nach diesem Moment der Verletzlichkeit, als er sich einer nie erloschenen Liebe hingab, wurde sein Vermächtnis noch tiefgreifender. Er war nicht nur der legendäre Frontmann der Kastelruther Spatzen, er war weit mehr als. Er wurde zu einem Spiegel, der einer ganzen Generation einen Blick auf ihre eigenen unterdrückten Sehnsüchte, verlorenen Lieben und Leben zwischen Pflicht und Lust ermöglicht. Mehr als 4 Jahrzehnte lang war Norberts Stimme in einer Vielzahl von Umgebungen zu hören, darunter Musiksäle, Wohnzimmer, Zeremonien und ländliche Feste. Sein typischer warmer Bariton, der weder zu poliert noch zu rau war, wurde zu dem Klang, den Millionen von Menschen als den Klang ihrer Heimat empfanden. Im Laufe jeder Platte, die die Spatzen herausbrachten, erdete Norbert seine Zuhörer mit einer Kombination aus Freude und Trauer, die sofort vertraut und zutiefst beruhigend war. Jenseits der Musikcharts und der goldenen Alben ist Norbert Riers kulturelle Wirkung jedoch vielleicht in etwas viel Dauerhafterem zu finden. Den Prinzipien, die er immer wieder verteidigt hat, wie Familie, Authentizität, Gemeinschaft und emotionale Ehrlichkeit. Norbert war ein Symbol der Stabilität in einem Europa, das sich schnell verändert. Sein Image mit der traditionellen Trachtenjacke, den aufrichtigen Liedern über das Leben in den Alpen und den allgegenwärtigen Akkordeonklängen wurde zu einer Quelle der Kontinuität, als das Umfeld seiner Heimat Südtirol allmählich moderner und globalisierter wurde. In seiner Musik gab es keine Verstellung. Sie erzählte von den Erfahrungen konkreter Menschen, von Bauern, Eltern, Nachbarn, von Menschen, die in aller Stille liebten und doch tiefe Verluste erlitten. Er gab jenen Menschen eine Stimme, die sich von den Mainstream-Medien oft ungehört fühlt. Anstatt politische Reden zu halten, rezitierte er Zeilen über den Glauben, den Schmerz, die Jahreszeiten und den Prozess des Alterns. Sein Talent, das Alltägliche auf eine fast göttliche Ebene zu heben, war eine Gabe, die bei Menschen jeden Alters und Hintergrunds anklang. Seine Musik wurde von seinen Großeltern an ihre Enkel weitergegeben. Während langer Autofahrten spielten seine Eltern seine Lieder und erzählten die Geschichten, die mit den Texten verbunden waren. Seine Auftritte gehörten zu den wenigen Gelegenheiten, bei denen Menschen aus 3 verschiedenen Generationen nebeneinander sitzen und im Einklang singen konnten. Er war nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Hüter des Gedächtnisses der Generation. Norbert ist 2015 verstorben, als er sich später in seiner Karriere dazu entschloss,
Über sein eigenes Gefühlsleben zu sprechen, zeigte er außerdem, dass es nie zu spät ist, die Wahrheit zu sagen, egal was passiert. Jüngere Zuschauer fanden in ihm den Mut, sich verletzlich zu zeigen, während ältere Zuschauer in seiner Erzählung die Freiheit fanden, über ihre eigenen Was-wäre-wenn-Szenarien nachzudenken. Es ist möglich, dass die Tatsache, dass Norbert nicht behauptete, ein makelloses Leben geführt zu haben, die Schlusskapitel seines Buches so emotional berührend macht. Anstatt ein Vermächtnis der Unfehlbarkeit zu hinterlassen, ist es ihm gelungen, ein Vermächtnis der Ehrlichkeit zu hinterlassen. Es ist nicht so, dass er seine Familie verraten oder die Bedeutung ihrer Anwesenheit geleugnet hätte, vielmehr hat er lediglich eine tiefere emotionale Ebene beleuchtet, die neben Liebe und Pflicht bestanden hat. Die Vorstellung der Öffentlichkeit von Loyalität hat sich durch sein Handeln verändert. Norbert hat gezeigt, dass Liebe nicht unbedingt ein eindeutiges Konzept ist. Ein Mensch kann ein moralisches Leben führen und dennoch unterdrückte Gefühle der Traurigkeit hegen. Ein Mann kann treu sein und doch von einer stillen Sehnsucht erfüllt sein. Die emotionale Komplexität, die er zuvor verborgen hatte, entwickelte sich zu seiner bedeutendsten kreativen Aussage. Erinnerungen und Überlegungen. Nachdem Norbert sein Geständnis im Fernsehen öffentlich gemacht hatte, meldeten sich Publikationen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum bei ihm. Das Lied, das ich nie gesungen habe, war der Titel seines sehr intimen Buches, das im Jahr 2026 erschien und in dem er seine Kindheit, seine Arbeit, seine Familie und die emotionalen Weggabelungen, die er im Privaten durchlief, dokumentiert. Neben den darin enthaltenen Bekenntnissen ist das Buch auch für seine Sensibilität und Menschlichkeit bekannt, was zu seinem Erfolg als Bestseller beitrug. Es war kein sensationelles Exposé, sondern ein Roman über Würde, Reue, Optimismus und die Fähigkeit, Widrigkeiten zu überstehen. Norbert vermittelte seinen Zuhörern die Erkenntnis, dass auch ein in Harmonie gelebtes Leben Missklänge enthält und dass es gerade diese Missklänge sind, die das Leben so schön machen. Auch in der heutigen Zeit kommen Gäste, die nach Kastelruth kommen, häufig bei Norbert vorbei und erzählen gerne von ihm. Der Satz der Sänger aus den Kastelruther Spatzen beschreibt ihn nicht mehr angemessen. Er ist nicht nur das Herz einer Region und ein Symbol für ein Gefühl, das die Zeit überdauert, sondern auch die Stimme einer ganzen Generation. Seine Lieder werden in den örtlichen Schulen unterrichtet. Er hat seine Gedichte auf Holztafeln geritzt, die entlang der Wanderwege in den Bergen angebracht sind. Es gibt Feste, die seinen Namen tragen. Darüber hinaus findet jedes Jahr im Oktober das Kastelruther Spatzenfest statt, das Hunderte von Menschen anzieht, die nicht nur wegen der Musik kommen, sondern auch wegen des Vermächtnisses der Verbundenheit, das Norbert mit aufgebaut hat. Norbert Rehers Wirkung lässt sich nicht in verkauften Alben oder gewonnenen Preisen messen. Er liegt in den stillen Momenten, der Witwer, der am Küchentisch eine weiße Rose summt, die Tochter, die bei ihrer Hochzeit Ich schwör spielt, der Teenager, der die alten Spatzenplatten seiner Eltern entdeckt und zum ersten Mal hört, dass Musik wehtun und trotzdem sanft sein kann. Am Ende gab uns Norbert mehr als nur Lieder, er gab uns die Erlaubnis zu fühlen, unvollkommen zu lieben, leise zu trauern und endlich die Wahrheit zu sagen, auch wenn es 65 Jahre dauert. Norbert Rehers Enthüllung erinnert uns daran, dass die schönsten Liebesgeschichten oft abseits des Rampenlichts stattfinden. In einer Welt des schnellen Ruhms und der flüchtigen Aufmerksamkeit ist dies eine Geschichte von stiller Treue und lebenslanger Zuneigung. Was macht Ihrer Meinung nach eine Liebesgeschichte wirklich großartig? Kommentieren Sie unten und teilen Sie Ihre Gedanken. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu mögen, zu abonnieren und bleiben Sie dran für weitere Geschichten von Musiklegenden und ihrem Leben jenseits der Bühne. Bis zum nächsten Mal, lassen Sie sich inspirieren und behalten Sie die Musik in Ihrem Herzen.